Want to be dead, want to be dead, want to be dead to love. Ja, wir sind jetzt hier am Vlhada Beach oder in der Bucht und hier ist ein ganz tolles Klettergebiet mit verschiedenen Routen, nicht viele Routen, aber viele verschiedene Schwierigkeitsgrade und wir sind fast alle Routen geklettert, die so unserem Niveau entsprechen. Es ist wirklich wahnsinnig schön, eine tolle Aussicht, die wir haben und ja, jetzt fahren wir aber weiter und schauen mal, wo das nächste Klettergebiet ist. Ja, und hier trifft man ganz viele unterschiedliche Leute. Dass man so aus Europa verschiedene Leute trifft, ist ja ganz normal. Aber wir haben jetzt in kurzer Zeit das zweite Mal Kalifornier getroffen. Die sind hier mit ihrem Paragliding-Equipment und haben sich vorgenommen, in jedem Land der Welt einmal zu fliegen. Und in Europa sind sie jetzt schon 2 Jahre unterwegs. Die sind gestern mit ihrem T4 so ein bisschen an den Strand gefahren und haben den Sand oder den Untergrund hier ein bisschen unterschätzt und haben Luft abgelassen. Und danach haben sie erst gemerkt, dass der Kompressor wohl kaputt ist. Und denen helfen wir jetzt mal ein bisschen, um wieder Luft auf die Reifen zu kriegen. Such a perfect world. What can anybody say? Drifting like a dirt. No, I never let you feel. I'm gonna draw your hand. I'm gonna fix your crooked smile. I'm gonna knock you all out. Over and over and over and over. You'll know it's over, it's over, it's over. I'm gonna draw your hand. I'm gonna fix your crooked. Ja, ich wollte mir gerade schon mal hier das Klettergebiet mal angucken, aber ich hatte, glaube ich, nicht das richtige Schuhwerk an. Weil ich bin da mit meinen Latschen da ganz schön über die Steine gestolpert, weil geht hier halt so ein Abhang runter und da unten soll dann auch dieses Klettergebiet. Also hier sind jetzt irgendwie 7 Routen und wenn man dann noch ein bisschen weiter, also kann man auch zu Fuß hin, in 100 Meter Weise auch mal 20 Routen und das hörte sich alles ziemlich spannend an. Also hier ist eine 35 Meter Route und das ist, glaube ich, eine 6B+. Und die hat eine ziemlich gute Bewertung, soll sehr abwechslungsreich sein und die werden wir dann morgen wahrscheinlich probieren, weil es stürmt halt und regnet und morgen soll wieder, oder die nächsten 2 Tage soll wieder Topwetter sein und dann gucken wir uns das mal an. Heute machen wir mal einen Drini-Tag. Wir standen heute Nacht an so einer kleinen Kapelle, direkt an so einer Schlucht, in die man auch runterwandern konnte. Da sind auch ein paar Kletterrouten, die man klettern kann. Aber da war es heute Morgen noch so kalt und so schattig, dass unsere Kameraakkus aufgegeben haben. Deshalb konnten wir das auch nicht filmen. Und naja, klettern konnten wir nicht wirklich, weil das alles noch so feucht war vom Regen. Deshalb sind wir jetzt 5 Kilometer weitergefahren. Kurz vor Kyparissi stehen wir jetzt und gehen uns gerade das nächste Klettergebiet angucken. Das heißt Playground. Und hier hinter mir, die schöne Bucht, das ist schon Kyparissi. Ja, jetzt sind wir am Playground angekommen. Sieht auch alles echt schön aus, aber noch ein bisschen nass. Deshalb ist es auch nicht so schlimm, dass wir nicht so viel Lust haben, heute zu klettern und lieber ein bisschen wandern gehen.
Beim Klettern hatten wir dann auch den ganzen Tag einen netten Begleiter, der hat viel geschlafen. Wir haben ihn Linus getauft, weil er beim Schlafen immer so ein bisschen gesabbert hat und wir dann an die Peanuts und die Kuscheldecke denken mussten. Und er hat die ganze Zeit geschlafen, hat uns ab und zu beobachtet, war total niedlich. Wahrscheinlich ist es ein Schaf- oder Ziegenhütehund gewesen und der ist den ganzen Tag nicht weggegangen. Und wir dachten schon, vielleicht ist er von seiner Herde getrennt worden. Und als wir dann wieder zurückgegangen sind, ist er uns dann auch gefolgt. Und wir haben dann geguckt, wo er vielleicht hingehören könnte und haben dann eine einsame Schafsherde entdeckt, eine kleine. Und die hat er anscheinend auch wieder erkannt, ist dann in die Richtung der Schafsherde gegangen und ist mit denen weitergezogen und wir sind weiter zurück zum Bus gegangen. Ja, wir sind immer noch in Kyparissi. Wir kommen nicht so wirklich weiter, was natürlich auch überhaupt nicht schlimm ist. Wir wollten jetzt eigentlich so nach Leonidio weiter, so halt diese Küste Richtung Norden hoch, sind jetzt aber hier in Kyparissi oder so am Rand von Kyparissi noch geblieben, haben uns die Stadt heute auch mal angeguckt. Ist wirklich toll, so mit den Häusern, die Gassen sind stellenweise ganz schön eng, da hatten wir ganz schön zu tun, da durchzukommen, weil wir sind einmal rein, mussten halt ein bisschen einkaufen und ja, jetzt bleiben wir halt hier am Strand stehen, hier können wir gleich mal baden und hier sind Strandduschen und das ist echt schön und lassen den Tag jetzt hier ausklingen. Wir sind jetzt hier eine relativ neue Straße lang gefahren und im Kletterforum haben wir gelesen, dass hier relativ neue geschraubte Routen auch sein sollen. Auf den Satellitenbildern konnten wir jetzt noch nicht wirklich was entdecken. Hier auch der Parkplatz, der war noch gar nicht eingezeichnet, das war alles noch grün. Und jetzt wollen wir mal so ein paar Trampelfaden folgen und mal schauen, ob wir das Klettergebiet finden. Oh, die Dornbüsche pieken wie verrückt. Die Stacheln stecken jetzt auch überall drin, in der Hose, im Schuh. Ja, jetzt haben wir es endlich gefunden. Also sieht auch richtig cool aus. Der tollen Blick aufs Meer, wie hier bei den meisten Spots. Natürlich ein bisschen mehr Sonne wäre schön, weil im Sommer ist es natürlich richtig cool, weil es eine Schattenseite hat. Aber jetzt wäre es natürlich im Winter ganz nett, wenn man hier ein bisschen Sonne hätte. Aber die Felswände sind immerhin trocken. Ja, die Routen haben hier schon ganz tolle Namen. Born to Lose. Naja, scheint schwer zu sein. Ja, wir sind jetzt von Kyparissi weitergefahren und sind jetzt kurz vor Leonidio an einem ganz tollen, niedlichen Strand und wollen jetzt weiter nach Leonidio fahren.
Ja, genau. Also hier ist so eine kleine Bucht. Also wir sind von Kyparissi, einfach diese Strandstraße, die, die ganz neu gemacht ist. Also die ist komplett aus dem Fels rausgeschnitten. Man sieht auch halt diese Kante, wie das da rausgesprengt oder rausgefräst ist. Und die Straße ist komplett unbefahren. Also wir sind am Tag, wir sind jetzt ja ungefähr 24 Stunden so hier oder sowas und können die Straße sehen. Da fahren so 2 Autos am Tag diese Straße lang. Also mit uns waren es 3. Das ist schon etwas kurios. Ich glaube, auf der Straße sind mehr Ziegen unterwegs als Autos. Also definitiv ist das so. Ja, und jetzt genießen wir erstmal noch ein bisschen die Sonne, bevor wir dann, ich denke mal erst späten Nachmittag, werden wir heute weiterfahren, weil hier sind gerade irgendwie so 23 Grad, springen vielleicht nochmal ins Wasser. Und dann gucken wir uns mal Leonidio an, das ist ja auch so ein Kletterparadies. Ja, wir sind jetzt in Leonidio angekommen und haben uns jetzt hier so einen Fels rausgesucht. Sabaton, glaube ich, genau heißt das. Und der liegt jetzt so ein bisschen im Schatten, weil es ist unglaublich. Hier sind irgendwie 25 Grad. Und in der Sonne ist das echt ein bisschen anstrengend zu klettern. Und deswegen werden wir jetzt hier schön auf der Schattenseite klettern gehen. Hier sind sogar 2 Klettergebiete. Einmal dieses Sabaton, das im Schatten liegt, und das Lower. Und Cool at the Pool, aber das ist in der Sonne.